Pleiten, Pech und Pannen, Paraguay. 4 Gebrauchtwagen, 3 Jahre Paraguay und Situationen, von denen du noch nicht einmal geträumt hättest, dass sie dir passieren. Und damit herzlich willkommen, Freunde der Sonne. Wir sind Jolien und Sebastian. Ja, wir haben insgesamt von 2016 bis 2019 in Paraguay unser Leben verbracht und haben dort ja eine ganze Menge erlebt. Und starten würde ich gerne mit euch mit unserem Kauf von unserem ersten Auto. Das war ein VW Golfbus, ne? Oh, wie nennt sich das? Ich habe keine Ahnung. Aber das wird ja zwischendurch öfters passieren. Ja, das war ein VW T2, eine Doppelkabine, ja. Eine Doppelkabine, eine offene Doppelkabine. Ich glaube, wir haben sogar noch ein Foto davon. Kann ich euch einblenden. Und ja, schwarzes Kapitel, wie ich jetzt vor kurzem schon angesprochen hatte. Wir wollten halt nicht viel Geld ausgeben und wollten noch relativ schnell ein Auto haben, weil wir dann schon ja vor Ort waren. Und wir hatten ja schon ein Grundstück gekauft vorher und wollten dahin und hatten uns dann in Asunción, ich weiß gar nicht, hatte ich mehrere angeguckt. Ich glaube ja, vor allem war nicht mal der Motor drin. Das stand aber nicht in der Anzeige. Ja, waren wir dann vor Ort, da war dann kein Motor drin. Ja, den besorgen wir noch und das ist halt typisch peruanisch oder typisch südamerikanisch wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war der einzige, den wir angeguckt haben. Da hatte ich schon überlegt, ja, habe ich schon überlegt. Weil so viele Angebote gab es damals auch nicht für so einen alten VW-Bus. Und ich habe mal bei VW gearbeitet. Die Angebote, die du gefunden hast, die waren im Internet, ne? Du hast nicht vor Ort bei einem Gebrauchshändler geguckt, sondern Nein, du warst im Internet gucken, ne? Das waren von Privatpersonenbusse. Ich glaube, bei Händlern war da gar nichts. Und wie gesagt, das ist, ja, wenn man nach einem speziellen Fahrzeug sucht, was auch nicht viel vertreten ist, dann sieht es halt schlecht aus. Es ist halt in Deutschland auch nicht anders. Und ich glaube, wir haben das auch über Facebook gesehen, glaube ich zumindest, weil ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob es in Paraguay gab es noch eine andere Seite, aber ich glaube, das war über Facebook. Ja, und wie gesagt, der erste Bus, der war dann, ich habe mit dem noch eine Weile hin und her geschrieben, aber das war eigentlich, da wollte ich mich nicht darauf verlassen, dass der dann einen Motor einbaut und dann wissen wir auch, was für Motoren eingebaut werden, zum Teil irgendwelche anderen, die irgendwie reinpassen, ja, aber dann nicht wirklich passend sind. Ja, und dann der zweite dann, den wir dann gekauft haben, da sind wir da hingegangen, ich mit dem Freund damals und ja, es war eigentlich auch ein Desaster, ja. Also, brauchen wir jetzt nicht irgendwie schönreden. Ich sag mal, das Optische ist ja vollkommen egal, ja, das stört uns gar nicht. Aber der Tank war undicht. Ja, das Fahrzeug hatte ein Lenkspiel, da wie so ein Bus. Also wirklich, also wie so ein alter Bus, da konntest du hier eine Viertelumdrehung machen, ehe dann irgendwie was reagiert hat. Und der Motor lief nicht richtig und ja, verschiedene Dinge. Und wir haben dann überlegt und haben wir den dann gleich mitgenommen? Das weiß ich doch nicht mehr. Kannst du dich daran erinnern? Ich glaube ja. Okay, ja. Weil, ja, meine Frau hat mir vielleicht auch ein bisschen unterbewusst Druck gemacht. Sie neigt dazu, ja, nicht mit Absicht, sondern weil sie es nicht aushalten kann. Ich kann sie vielleicht in einem anderen Video mal erzählen. Ja, ich mag es nicht, wenn Dinge so stagnieren. Ja. Und dann habe ich dann halt in den sauren Apfel gebissen, ja. Ich dachte, okay, das ist alles reparabel, krieg mal alles hin. Lass uns noch einführen, dass du gerne alte Fahrzeuge hast, weil das alles mechanisch ist, wo du selber was machen kannst. Ja. Das war mit wichtig. Ja, in Paraguay sind ja sowieso nicht unbedingt die High-End-Fahrzeuge jetzt vorhanden. Also ich sag mal, jetzt sind ja wieder ein paar Jahre vergangen, seitdem wir weg sind. Ich will jetzt auch nicht verallgemeinern, ja. Also nicht falsch verstehen, man kann da auch Neuwagen kaufen. Allerdings die Neuwagen, die es hier in Peru gibt oder in Südamerika oder in Paraguay, sind nicht dieselben Modelle wie in Deutschland oder in Europa. Weil teilweise gibt es ja hier noch Neuwagen ohne Airbag oder ohne andere Sicherheitssysteme, die in Deutschland Standard sind, die Pflicht sind, wo man es gar nicht verkaufen könnte. ABS oder solche Dinge, das ist ja hier, gibt ja Fahrzeuge, die dies nicht alles dem nicht entsprechen. Also deswegen meine ich das, ja. Man kann ja auch in Audi Q7 kaufen oder sowas. Das habe ich schon gesehen in Peru. In Paraguay vielleicht auch. Aber es sind nicht viele Menschen, die das kaufen. Deswegen ist der Gebrauchtwagenmarkt. Und in Paraguay kommt noch dazu, dass viele Fahrzeuge importiert sind aus Chile. Von Rechtslenker auf Linkslenker umgebaut. Schlecht umgebaut teilweise. Ja, Kabelbäume irgendwie verlängert und auch die ist einfach schlecht umgebaut. Bin ich der Meinung. Ja, ich bin vom Fach. Ja, dann haben wir das Fahrzeug gekauft. Wir sind deswegen im Preis gar nicht mehr ganz sicher. Wir glauben so um die 7 Millionen, vielleicht sogar bis 6. Ich glaube, der wollte am Anfang 10 haben. Aber aufgrund der Mängel und vielleicht hätte man den noch weiter runterhandeln können, ja. Also eigentlich theoretisch in Deutschland würde man so ein Fahrzeug, gut, das ist in Deutschland schon ein Oldtimer, ja. Ich weiß gar nicht, das Baujahr weiß ich nicht mehr. Ich gucke mal, ob wir noch Papiere davon finden, aber es ist auch nicht so wichtig. Was ich noch einfüge, bevor du weiter erzählst,
wir haben bei Freunden gewohnt in San Bernardino und ihr habt das Richtung Asunción gekauft. Also ihr hattet gleich von Anfang an schon eine Strecke nach Hause. In Asunción, ja, Ja. in Oh, Asunción. ihr wart ja, du in der bist Stadt. nach Asunción gefahren, also da mit dem Teil. Wow. Ja, hinzu so mit dem Kollektivo wahrscheinlich. Bus, ja. Und dann, naja, jedenfalls sind wir dann losgefahren, es wurde Abend, es wurde dunkel. Das Licht ging, aber ja, wie man sich das vorstellen kann, oder vielleicht die, die schon mal in Südamerika waren, wie so eine Funzel, ja, also mehr schlecht als recht. Und dann, der hatte halt, weil der Tank undicht war, hatten wir halt da hinten in dem Motorraum, der hatte den Motor hinten, wer sich damit nicht auskennt. Und da haben wir da einen kleinen, so einen alten Ölkanister reingestellt und dann einen Schlauch rein. Das geht, kann man machen, ja. Das ist ja sowieso ein Vergaser mit einer mechanischen Benzinpumpe. Das funktioniert, weil der Tank ja, weil der Motor hinten sitzt, der Tank ist relativ voll und geht nicht anders ohne die Pumpe. Und dann, ja, so hat es schon geruckelt unterwegs, ja. Dann irgendwann ist das verrutscht, dann ist der Schlauch rausgerutscht und wir haben mehrmals angehalten deswegen. Dann, wie gesagt, das mit der Lenkung war schon gewöhnungsbedürftig. Die Scheibe vorne war zerkratzt, im Dunkeln, im leichten Regen. Also könnt ihr euch ja vorstellen, die Fahrt war nicht angenehm. Und das erste Mal, dass du selber in Paraguay gefahren bist, ne? Das erste Mal selber Paraguay Auto gefahren. Ja, ich bin Ja. vorher mit Motorrad gefahren und mit so einem Motocarro, auch mit so einem Dreirad. Aber mit dem Auto nicht und auch nicht in Asunción. Wir haben ja nur den deutschen Verkehr vorher gekannt. Wir sind zwar mitgefahren, wir kannten die Straßenverkehrsverhältnisse. Allerdings, das war Asunción. Wie gesagt, abends, da war ziemlich viel Verkehr. Das war nicht schön. Ja, es hat keinen Spaß gemacht. Aber das haben wir ja vorher gewusst, mehr oder weniger, was wir uns einlassen. Ja, dann sind wir irgendwie schon nach Hause gekommen mit mehreren Pannen, also mit mehreren ja, Stopp. Tank wieder richten, also diesen Kanister und. Aber ansonsten fuhr der, ja, da war jetzt nicht, dass der irgendwie, der zog nicht gut, der fuhr nicht gut, der hatte sowieso nicht viel Leistung, ja. Das war ein originaler luftgekühlter Boxermotor, der hatte sowieso nicht viel Leistung. Aber wir haben es geschafft. So, dann sind wir da bei unseren Freunden gewesen, haben das repariert, haben den Tank ausgebaut, haben den, ich weiß nicht mehr ganz, ob wir haben den schweißen lassen oder geklebt. Jedenfalls haben wir ihn erstmal repariert, dass er dicht ist und haben den dann auch nutzen können. Lenkungsspiel habe ich versucht, da habe ich ein paar Sachen gewechselt, aber da hätten wir, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube das Lenkgetriebe gebraucht und das hätten wir jetzt so nicht bekommen. Da haben wir gesagt, lassen wir erstmal, es ist erstmal so fahrbar. Es ist ein bisschen besser geworden, ich glaube, ich habe die Spornsteinköpfe gewechselt, also es ist ein bisschen besser geworden. Wir haben jetzt auch keine Reifen oder so erneuert, die waren auch okay, also nutzbar für Paraguay-Verhältnisse. Also wir haben das so weit fertig gemacht, dass es fahrbereit war, ja. Weil wir hatten ja wieder eine große Strecke vor uns. Ja, wir wollten ja dann Richtung Caguazú fahren. Da kommen wir ja über Cacupé und über Berge und sowas, also Paraguay-Berge, ja, aber trotzdem Steigung. Ja, dann haben wir das beladen mit unseren Koffern. Wir hatten ja da nicht viel, und ein paar Koffer und wir haben nicht viel mitgenommen, ja. Ja, das aus dem Flugzeug. Ja, unsere paar Dinge, die wir mit hatten. Ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht schon ein paar kleine Sachen angeschafft hatten. Es war nicht schwer. Trotzdem, wir sind dann losgefahren. War am Anfang schon gleich das. Ach, ja, das kannst du erzählen. Das erzähl du mal. Und zwar, ich erzähle das mal, was passiert ist und dann warum. Wir mussten 7 Kilometer Sandweg fahren. Also erstmal vom Grundstück runter von unseren Freunden. Und ich glaube, da hast du schon irgendwas gemerkt. Ja. Und Plan war das, glaube ich, dass wir erstmal bis zu der Asphaltstraße kommen, auch wegen Unebenheiten und ich weiß schon gar nicht mehr die Entscheidung. Auf jeden Fall, Sebastian merkte schon, irgendwas stimmte nicht. Und dann sind wir die 7 Kilometer, nachdem wir die geschafft haben, sofort an die Seite ran. Und ja, du sagtest mir, dass das Radspiel bekommt. Ne? Ich hatte aber Spaß, wenn ich erzähle. Ja, Erzähl mal. ja, ich hatte alle Räder abgemacht, ja. Weil ich glaube, ich hatte auch die Bremsen erneuert und solche Dinge. Oder zumindest kontrolliert, vielleicht sogar erneuert, weil der Bus stand vorher eine ganze Weile da in Asunción. Der war jetzt nicht gefahren worden bis zum Ende. Ich glaube, der stand schon eine Weile. Und ich hatte alle Räder abgemacht, dann wie es so ist, dann kam jemand dazwischen. Wir waren ja bei unseren Freunden, die hatten mehrere Kinder. Da kam jemand dazwischen, habe mich jemand weggerufen und dann habe ich das wohl vergessen, ja. Es ist jetzt nicht wie so, wenn man in der Werkstatt arbeitet, da ist man bei seiner Arbeit dran. Dann macht man jetzt nicht irgendwie einen Tag mal Stopp oder so. Jedenfalls war mein Fehler, ich habe die Räder festgezogen, aber nicht richtig festgezogen, ja. Nur mit dem Schlüssel rangezogen, runtergelassen und dann tut man sie ein, wenn man es auf dem Boden steht, nochmal nachziehen. Das habe ich wohl versäumt. Und dann sind wir halt den Sandweg gefahren, da hat es schon so ein bisschen Klackgeräusche gemacht, leicht, oder zumindest es hat sich angedeutet aber ja, es ist jetzt kein großer Mangel. Dann habe ich das halt nachgezogen, dann war es okay. Genau, das Nachziehen hat allerdings auch ein bisschen gedauert, weil dort an der Stelle war jetzt nicht gleich jemand verfügbar. Hatten wir kein Werkzeug dabei? Doch. Wir mussten jemanden holen. Ich erinnere mich nur, dass wir jemanden geholt haben. Du bist dann irgendwie so einen Weg hochgegangen, wo dann ein Haus irgendwann irgendjemand war.
wir hatten jemand dafür holen Das müssen. wusste ich schon gar nicht mehr. Ja. Ja, wir hatten vielleicht, gut, wir haben jetzt nicht viel mitgenommen. Ja? Ja, wir hatten das nicht- meiste im Container genau. drin. Wir hatten so ein paar Handwerkzeuge Da wird vielleicht, das nämlich aber sein. eben nicht in größeren Schlüssel, um jetzt Mit dem bist du nicht ein Rad, gefahren. die Wir hatten Radmotor das zu ganze befestigen. Werkzeug von den Freunden genutzt und sind dann ohne Werkzeug unterwegs gewesen. Ja. Und somit war die Panne etwas länger, weil wir keine Werkzeuge hatten und das Spanisch nicht so fließend super war. Gleichzeitig an der Stelle, wo wir angehalten haben, einfach mal niemand war. Das hat deswegen auch eine Weile gedauert. Aber es hat sich ja regeln lassen. So, dann sind wir losgefahren, voller Vorfreude und Wille. Und dann kamen so die ersten Berge, Hügel. Also im Vergleich zu Peru, in Anden sagen wir meistens Hügel. Also fühlt haben wir euch, bitte, nicht fühlt weit euch bitte ja. nicht beleidigt, alle, die sagen, Paraguay hat Berge. Und auf jeden Fall, machte der Motor Probleme. Wir wurden langsamer und langsamer und langsamer. Und ich glaube, da hat sogar so ein bisschen gehustet. Ne? So, Ja. Ja. Und ja, dann kam es zu einer Zwangspause. Ja, ich habe da, ich weiß nicht mehr jedes Detail, das ist ja nur 10 Jahre her. Ich habe damals den Vergaser ausgebaut, habe das alles sauber gemacht, habe das alles geprüft, Dichtung erneuert, was so ging, was wir bekommen haben. Aber jedenfalls bei den ersten Bergen dann, aufgrund der wenigen Leistung, und so schwer war er ja nicht. Wie gesagt, das war eine Doppelkabine, ja, die ist in Deutschland früher mal, haben die Bauleute genutzt, um da hinten Bausachen zu transportieren und 5 oder 6 Menschen. Und wir saßen da zu zweit drin mit einem Hund und 2, 3 Koffern. Flugzeuggepäck. Ja, das war's. Und dann bei den Bergen da der zog nicht mehr. Da habe ich angehalten, habe die Klappe aufgemacht, der war ziemlich heiß geworden. Ich weiß nicht ganz, entweder hat der Zündzeitpunkt nicht ganz gestimmt oder irgendwas. Jedenfalls, der fuhr nicht mehr gut. Wir haben den dann eine Weile stehen lassen, auskühlen lassen, dann ging es wieder. Ja? Dann sind wir immer so etappenweise gefahren und dann irgendwann habe ich einfach hinten die Motorhaube offen gelassen, damit ein bisschen besser die Luft zirkulieren kann, weil das war auch sehr heiß da. Ja. Wir sind ja da gewesen wann sind wir da die Strecke gefahren? September, Oktober war es Ja, also im Dezember ist es ja die heißeste Zeit. war so. sehr heiß, ja. Es war sehr heiß und die Strecke hat sehr lange gedauert, ja. Ja. Wir haben dann öfters anhalten müssen, dann haben wir wieder gewartet, eine halbe Stunde. Der hat da jetzt keinen Lüftermotor oder sowas dran, das ist wie gesagt ein luftgekühlter Heckmotor. Wenn da die warme Luft, die sowieso nicht da ist, man fährt langsam berghoch, ja, dann ist halt nicht mehr viel da gewesen. Ja, deswegen hatten dann für uns auch das Fazit beschlossen, dass dieser weiße Bus uns für unser Grundstück da, wo wir gewohnt haben, Das war halt nicht leicht. 20. Ja, aber da ist nichts weiter mit passiert. Wir hatten jetzt keine weitere Panne mit dem Weißen. Ach Du so. wolltest ja was sagen. Na, ich meine, wir sind da angekommen und Ja, sind dann soll auch ja da auch noch ein nicht bisschen hin und her gefahren. Ja, da Und hatten du wir hast auch, gleich so gesagt, als wenn das jetzt nichts ist richtig. ja, wir hatten aber aufgrund dessen, durch die Okay. Erfahrung mit dem weißen Bus, der hat uns keine weiteren Pannen gebracht. Aber wir haben halt gemerkt, das ist nicht das richtige Fahrzeug, da wo wir leben, mit 20 Kilometer Offroad-Strecke und auch dann zu der Zeit, wenn es mehr regnet, er war uns nicht mehr richtig dienlich und somit hatten wir uns nach einem neuen Fahrzeug umgesehen, was natürlich geländefähig sein sollte. Und diesmal, ich weiß gar nicht, warum die Entscheidung kam, aber wir waren auf der Suche nach einem Gebrauchtwagenhändler und haben uns da Fahrzeuge angeschaut. Und irgendwann ist dann von dem Wunschpreis, was wir ausgeben wollten und dem, was verfügbar war, ein schwarzer Nissan uns ins Auge gefallen. Und ich erinnere mich auch noch an die erste gemeinsame Probefahrt, dass wir da so einen Sandweg gefahren sind und dass du das Allrad testen wolltest, was uns ja sehr wichtig war bei diesem Kauf, dass das funktionieren sollte. Und das war bei dem Auto irgendwie speziell. Das war halt nicht mit Knopf drin. Da musste man, glaube ich, aussteigen. An beiden Seiten. Du kannst das ja erklären. Ja, der hat solche Freilaufnaben, zuschaltbare. Und man kann von innen das Allrad schon zuschalten und die Untersetzung. Allerdings, wenn die Freilaufnaben von nicht zugeschaltet sind, dann drehen sich zwar die Antriebswellen, aber die Räder werden nicht mitgenommen. So, für alle Frauen unter uns, da sind an den Reifen außen so kleine Nippelchen, die man irgendwie in eine bestimmte Richtung drehen muss. Und dann ist das mechanisch, greifen die Reifen dann. So. Das musste ich jetzt gesagt haben. Ja, und du kannst weiter erzählen. Naja, wir sind dann gefahren und das war soweit alles in Ordnung, dass wir zu den Händlern sagten, dass wir das Auto gern nehmen wollen. Eigentlich muss ich noch eine kleine Anekdote bringen. Unser Spanisch war immer noch nicht sehr ausreichend und die Frau hat uns ganz, ganz doll darauf hingewiesen, die Chefin dort, dass sie ja doch Confianza sei, also vertrauenswürdig. Auch nur sie hat das gesagt. war das Wort, was wir an den Tag, glaube ich, 6 mal, 8 Mal aus Ja. ihrem Mund gehört hat. Muy Confianza. Und sie hat gesagt, nur sie, ja, Ja, niemand nur anderem vertrauen. Ja. sie. Na, wir wissen das schon gar nicht mehr ganz genau warum, aber wir denken, dass es aufgrund dessen war, dass sie sagten, es sei trotzdem noch irgendwas am Fahrzeug zu machen. Er sei in 3 Tage hier und dann könnten wir ihn haben. Ne? Ja, ich glaube, ich hatte ein paar Mängel, ich weiß nicht mehr ganz, und das war nun ein Händler. Wir hatten noch die berühmte Vorstellung aus Deutschland, wenn man beim Händler kauft, dann wird das nochmal gerichtet und so weit gemacht, dass man die Mängel, die miteinander festgestellt besprochen wurden, behoben werden.
Und wir haben auch da 25 Millionen Guarani dafür bezahlen sollen. Die wollte vom Preis auch nicht runtergehen. Ja, Und genau. deswegen haben wir Die gesagt, war ja, dann stur. möchten wir aber, dass das noch bitte behoben wird. Und haben gesagt, ja, hat sie gesagt, ja, 2-3 Tage oder weiß nicht mehr genau. Und dann haben wir gesagt, okay, kein Problem, macht man in Deutschland auch so. Ja, dann Ja. haben wir das Fahrzeug abgeholt und da gab es, glaube ich, gar keine weitere Probefahrt, sondern wir haben es gleich mitgenommen, sind auch, glaube ich, gleich in der Stadt einkaufen gewesen, alles schön und gut, bis dann Tag X kam, wo es hieß, lass uns jetzt mal das Allrad zuschalten. So, mein Weil wir Mann es geht, gebraucht hatten, weil wir ja. es gebraucht haben. Mein Mann Ja. geht also da draußen, dreht an den Nippel da rum und wir fahren los und das macht also das war wirklich voll schlimm. Das war wie, als wenn jemand die ganze Zeit mit einem Hammer irgendwo gegenschlägt, permanent. Und ich war ganz verwirrt und frage, was los ist. Und ich glaube, du sagtest, du weißt es nicht genau, aber das Allrad scheint trotzdem an zu sein. Irgendwas, irgendwas greift. Aber du sagtest auch, so können wir das nicht nutzen, dass irgendwas leidet gerade extrem hier mechanisch, dass das solche Schläge von sich gibt. Ja, man muss nicht immer diese Freilaufnahmen von zu- und abschalten, ja. Man kann die auch zugeschalten lassen. Wenn man jetzt, über den Grund brauchen wir jetzt nicht drüber reden, wieso man das macht oder nicht macht. Jedenfalls haben wir dann aufgrund dessen das durch den Kopf gehen lassen und sind zu dem Entschluss gekommen. Das ist jetzt nicht das, was wir jetzt erzählen, das haben wir auch von anderen vorher schon gehört, ja. Dass die in der Zeit, die hatten, das Getriebe getauscht haben, das Vorderachsgetriebe getauscht haben. Und deswegen, weil das war vorher eben nicht gewesen, das Geräusch, ja. Nee, es wäre nicht zu überhören gewesen. Da hätten wir es das war wahrscheinlich laut. nicht gekauft. Ja. Weil wir hatten jetzt mit der Misere, mit dem Bus, ja, wir haben den noch nicht verkauft, wir haben den stehen lassen, wir haben gesagt, wir tun den nach und nach dann wieder fit machen und dann vielleicht für schön Wetter oder was weiß ich oder für mehr verkaufen. So war unsere Idee, ja. Das war jetzt, ich habe das Fahrzeug gemacht, aber ich habe gesagt, jetzt, wenn wir jetzt schnell ein einsatzfähiges Fahrzeug haben wollen und der hatte kein Allrad, in T2 gab es gar nicht mit Allrad, T3 erst. Und naja, der Bus ist dann zur Gartenlaube geworden. Du hast dann da Werkzeug gelagert. da haben wir dann Werkzeug drin gelagert und sowas am Anfang, ja. Aber jedenfalls haben wir dann gesagt, was haben wir dann gesagt? Wir haben gesagt, okay, wir nutzen den jetzt und versuchen, möglichst nicht in die Situation zu kommen, dass wir Allrad brauchen. Das ist natürlich auch total doof, ja. Weißt du, kaufst dir ein Fahrzeug mit Allrad, damit du den Weg immer fahren kannst, weil der war, wenn es geregnet hat, fast unbefahrbar. Die in Paraguay wohnt, schreibt uns mal in die Kommentare, wo wohnt ihr? Habt ihr auch so einen Offroad-Weg, der total schlammig ist, wenn es regnet, wo ihr gar nicht vorankommt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, wir hatten miteinander ausgemacht, dass die uns neue Reifen drauf machen. Wir hatten da neue Reifen drauf. Oder haben wir die selber drauf machen lassen? Oder hat sie uns... Ich glaube, Reifen waren mit Ich glaube, das war in dem Deal noch mit drin, dass sie neue Reifen drauf machen. Irgendwie sowas. Weil es ist auch gang und richtig gäbe. grobstollige Geländereifen. Es ist nämlich auch gang und gäbe. Ich glaube, ihr habt das so gesagt, ne, dass die Reifen da glatze gefahren werden. Also in Deutschland hast du da ja immer noch einen Prüfer, wie tief da diese Rillen sein dürfen. Ich habe ja kein Fachwissen, ne? Aber hier in Südamerika, die fahren die so, dass du glatt... Manchmal hast du sogar gesagt, wie heißt denn das, was da drunter ist? Die Karkasse, den Unterbau sieht man dann schon. Sieht man schon. Ja, oder es kommen schon Beulen raus, ja? Also das ist nicht untypisch. Ist alles schon erlebt hier. Aber so brauchst du ja natürlich, da nützt ja der Allrad dann auch nichts mehr. Wenn du mit einem Allradfahrzeug auf so einer Sand-Lehmpiste fährst und das ist nass, dann brauchst du den Allrad auch nicht mehr zuschalten, weil das bringt dann auch nicht mehr viel. Hier übrigens mal im Video, wo wir durch so einen Schlamm fahren mit diesen schwarzen Nistern. Ja. So, also wir hatten jetzt das Fahrzeug, es war jetzt nicht gleich wieder angedacht, den zu verkaufen oder ein neues zu kaufen, also haben wir unsere Strecken mit denen ja hinter uns gebracht. Ich habe dann erstmal diese Freilaufnahmen ausgebaut, habe geguckt, ob da was dran ist. Ich habe jetzt nicht gleich das Getriebe dafür verantwortlich gemacht. Das, was jetzt so ohne großen Aufwand und ohne großes Werkzeug möglich war, haben wir erstmal geprüft. Und dann irgendwann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es das Vorderachsgetriebe ist. Und das hätten wir aber dann, ich weiß gar nicht mehr, ich habe danach gesucht, das wäre sehr teuer gewesen. Ja. Beziehungsweise schlecht verfügbar. Und dann ist noch das, wenn du es bei so einem Schrotthändler kaufst, weißt du ja auch nicht, ob es geht. Nicht 100%. Dann müsstest du es ja auseinanderbauen vor Ort und dann prüfen. Deswegen haben wir es erstmal gelassen. Aber jetzt haben wir schon so viel geredet und sind noch gar nicht zu den richtigen Panda gekommen. Ja, wir können mal kurz gucken, ob die Kamera noch aufnimmt. An dieser Stelle möchten wir einmal kurz unterbrechen und uns bei allen bedanken, die uns mit Likes, mit Teilen, mit einem Hype bei YouTube unterstützen oder explizit auch die Menschen unter euch, die uns eine Kokosnuss spendiert haben, möchten wir an dieser Stelle einen recht herzlichen Dank an euch geben. Dankeschön. Ja, und wer es noch nicht getan hat und vielleicht tun möchte, in der Videobeschreibung gibt es den Link zu Ko-fi und dann könnt ihr uns da eine Kokosnuss spendieren. Und wir möchten auch diese Seite versuchen, ein bisschen mehr auszubauen noch, ja? Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Also, wenn ich mich zurückerinnere, was so das erste große Ereignis war mit dem Nissan, dann war das eigentlich schon auch mit eins der richtig krassen Sachen, ne? Wir hatten uns ein Grundstück angeschaut, wir wollten ja das Grundstück wechseln.
Ja, also wir hatten das Auto dann schon Eine ganze Weile. ein Jahr oder länger. Ja, es hat Ja. ja soweit seinen Dienst getan. Nur Ja. wenn es halt sehr schlammig war, war es problematisch, weil wir wollten das Allrad ja so selten wie möglich zuschalten. Haben wir aber gemacht, wenn es notwendig war, weil sonst wären wir stecken geblieben. Ja. Und dann hatten wir uns ein Grundstück angeschaut bei Paraguay, glaube ich. Mhm. Das war eine längere Ja. Strecke. Und auf dem Rückweg war das, glaube ich. Auf dem Rückweg wieder auf der Route nach Hause, da hatten wir ein Überholmanöver. Die Straße war soweit frei, aber es war ein Fahrzeug vor uns, was zu langsam war. Und ich glaube, wir sind ja auch gar nicht so schnell überholt. Ich glaube, es waren auch schon nur 60, 70 km/h. Er ist nicht schnell gefahren, der Ja. andere. Weil Also wir ich so- jetzt sollte jetzt den Eindruck machen, dass ich jetzt irgendwie schnell Nein, fahre. das war wie so ein Trecker auf der Fahrbahn. Wir sind Ja. echt nur mit 60, 70 km/h an dem vorbeigezogen. Und Es ging beim, berg runter, ja, es ging mir runter. es rollte gut, ja. Und beim Überholmanöver, ja, ich sitze da hinten mit unserer, ich weiß nicht, wie alt sie da war, einjährigen Tochter. Ein Jahr vielleicht, Ein ja. Jahr oder sogar jünger, Ja. Tochter. Und ja, wir überholen, dann gibt es einen Schlag. Ich kann das schon gar nicht mal richtig zuordnen, was dann eigentlich genau für ein Gefühl in mir war. Wie Chaos, was ist jetzt los und Hilfe und am besten beschreibst du es, weil ich war einfach nur schreiend. Ich weiß gar nicht, ob ich geschrien habe, vielleicht schon. Es war, ja, am Ja, besten ein beschreibst Schlag, du eigentlich war es mehr an. Ja, erst kurz Und Puff wir und wurden, dann... und wir wurden langsamer. Ihr habt dann noch irgendwie in dieser Bewegung, die noch da war, an den Rand, Ja, du hast relativ schnell an den Rand, Rand voll rollen können, ja. Und dann habe ich drunter geguckt und da war die Kaderwelle. Da hat das Kreuzgelenk zerlegt und die war halt auseinandergesprungen und fiel auf den Boden und das war dann, ist dann über den Asphalt geschraubt. Deswegen hat es dann dieses Geräusch gemacht. Ja, wir hatten natürlich dann nichts dabei. Also schon Werkzeug haben wir dann schon meistens dabei gehabt, weil wir wussten, ein es kann bisschen was sein, was, ja. ja. Aber jetzt eben kein Ersatzteile oder irgendwas. Und das war auch ein Sonntagsschlopp. Da war in der Nähe sogar, wir waren in der Nähe sogar gar nicht weit weg. Wir hatten da gefragt, da war ein Mechaniker. Das war gar nicht so weit weg gewesen. Das weiß ich noch. Da bin ich hingelaufen. Aber da haben die aber gesagt, heute Sonntag, der ist nicht da. Das kam erst später. Das war der gleiche Unfall, was kam erst später, hatte mehrere Etappen. Ah, bei der ersten Stelle Ja, nicht? nämlich bei der ersten Stelle Okay. war wirklich gar nichts. Das, wer in Paraguay lebt, der kennt das. Das zwischen zwei Städte kann ganz lange einfach nur flache Fläche, gar nichts groß kommen. Ja, hier und da mal ein Wohnhaus vielleicht. Ja, oder aber so, wirklich, da war nichts. So. Ja. Und Sebastian hat voll MacGyver gespielt. Das habe ich noch voll wie Kino im Film. Da liegt ja überall, ach, tut mir leid, Südamerika, aber du hast so viel schmutzige Ecken. Ja, also da liegt überall Dreck rum, aber diesmal war der Dreck für uns echt Gold wert. Sebastian hat geguckt, was er da findet. Ich glaube, da war sowas wie Art Schlauch, was du irgendwo drüber gezogen hast oder noch ein bisschen dran rum. Er darf das wieder gleich erklären. Irgendwas da dran rumgefeilt hast. Er hat auf jeden Fall irgendwas gebastelt, dass diese Kardanwelle da hinten wieder dran war. Ja, was ich genau genommen habe, weiß ich auch nicht mehr. Das, was da rumlag, irgendwelche, vielleicht hatten wir ein Kabelbinder dabei, aber ist ja nur nicht sehr stabil. Das Stück Metall lag, ich glaube, rum und noch ein Stück Schlauch kann sein. Ja, genau. Und dann habe ich das irgendwie wieder so zusammen gemacht, dass das eben erstmal ging, ja. man Aber möge- eben auch nur erstmal ging, ja. Ja, und man möge es kaum glauben, wir sind damit 3 Kilometer gefahren. Dann ist das Ding, langsam. glaube ich, wieder runtergeklatscht. Ja. Ich weiß nicht mehr ganz. Ja, es hat laute Geräusche Genau. gemacht, weil dieses Kreuzgelenk, da ist natürlich die komplette Kraft drauf und das hat es natürlich nicht mitgemacht. Da ging es auch ein bisschen berghoch und runter auf der Strecke. Und dann war der Plan, als wir dann da angehalten sind, dann hatten wir gesagt, wir machen jetzt den Notfallplan und wir schalten ganz bewusst unseren... Und war das da nicht, dass ich da gefragt habe irgendwie? Ja, es kann sein, dass das an der Stelle war oder an der kommenden. Okay. Auf jeden Fall kannst du ja erst erzählen. Sonst erzähl du. Ja, ich habe dann, das war ja nun wieder auseinandergegangen, dann dachte ich mir, ja, bringt wahrscheinlich viel, ich habe da noch nichts Besseres gefunden da an der Stelle, wollte jetzt auch nicht da kilometerweit hin und zurück laufen. Ich habe dann die wieder abgemacht, oder die besser gesagt, die war wieder ab und habe sie dann bloß mit Draht nach oben gebunden, weil Draht hat man eigentlich meistens dabei und eine Zange. Hab die dann mit Draht nach oben gebunden, dass sich auf den Boden schleift und habe dann gesagt, jetzt wird's nicht so gut fürs Auto, wir schalten jetzt das Allrad zu und dann sind wir halt nur mit Vorderradantrieb gefahren, mit dem Geräusch die ganze Zeit auch wirklich sehr langsam. Bis es irgendwann, es war nicht so, dass wir das Vorderachsentrieb damit geschrottet haben, aber irgendwann tat es uns leid oder da war der Berg zu steil, da haben wir dann gesagt, nee, das geht nicht, weil das wären noch, wir waren noch nicht mal an der großen, noch nicht mal an der Route. Nee. Und irgendwo auf dieser Strecke, was wir nicht mal genau rekonstruieren können, aber ich weiß, das war nicht der erste Halt, da hast du jemanden nach Werkzeug gefragt. Und dann sind wir so weitergefahren sogar. Ge- Ja. genau, Da war so also- eine Feier am linken Straßenrand, das und weiß dann ich bist noch, du ja. hingegangen und hast Ja. gefragt und er kam auch mit Der hatte Werkzeug, auch aber was. es hat nicht gepasst, Nee, irgendwas war. das war nicht ausreichend, um was zu Genau, machen. ich glaube, es war Feiertag. Es war Ja. wie ausgestorben, also genau dann, wenn man Hilfe braucht. Und dann mussten wir unseren allergrößten Joker ziehen, weil wir kamen so wirklich nicht weg vom Fleck. Und wir haben einen Freund angerufen, also unsere damalige Nachbarn. Und der hat ebenfalls für mich etwas Unbegreifliches gemacht, weil ein Spoiler vorweg, wir hatten uns dann zu dem Tag, wo das Vorher passiert schon. ist, vorher schon ein Auto gekauft wieder.
Ja. Das kommt dann gleich, warum und weshalb. Dieses Auto war auch nicht astrein. Wie sollte es anders sein? Und es hatte, um das zu starten, ich weiß schon gar nicht mal, ob wir die Türen abschließen konnten oder nicht. Auf jeden Fall konnte man den nicht mit normalen Autoschlüssel starten, sondern wir hatten irgendwie einen Motorradschlüssel, der hing da und da bei uns im Haus. Auf jeden Fall ruft Sebastian unseren Freund an und erklärt den, dass er dieses Auto holen soll und uns damit abschleppen soll. Und das war Der schon... ging mit egal welchen Schlüssel an, der musste Ja, nicht ins Haus rein. aber das Ding war, das Auto hatte irgendwas, dass ich kann mich an das Gespräch nur so erinnern, dass du ihm gesagt hast, du musst erst das machen, damit du danach das machen kannst. Danach musst du das machen, dann das und dann kannst du fahren. Ich dachte so, das macht der nie. Ey, wenn ich diese Anleitung gehört hätte, ich hätte das nie gemacht. Ja, unser guter Freund, ey, wirklich Gold wert, ehrenhafter Mann, der hat das gemacht. Es hat, glaube ich, auch 4 Stunden gedauert, bis er dann ankam. Es hat wirklich eine Weile gedauert. Ja. Und ich weiß nicht, ob es 4 Stunden waren, aber es war Schnee. ja, es war schon Es war noch nicht sehr lange. dunkel. Es war noch nicht dunkel. Also Und dann hat uns unser anderes Auto, unser rotes Auto, ja, dann abgeschleppt. Somit sind wir dann nach Hause nach ganz langer Zeit. Ja, wieso haben wir noch ein Auto gekauft? Ja, eigentlich wollten wir diesen Nissan aufgrund, war da noch ein anderer Mangel? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube nicht. Das mit dem Allrad war das größte Problem. Und dadurch, dass es mit dem Vorderachsgetriebe und dass der Allrad ja ein bisschen spezieller ist bei Nissan als es bei Toyota zum Beispiel, haben wir uns dann dafür entschieden, nach Recherche uns einen alten Toyota Hilux zu besorgen. So einen ganz alten noch, der auch vorne eine Starrachse drin hat. Und eben was Robusteres, ja, was für diese Verhältnisse dort noch besser geeignet ist. Weil das ist eigentlich hier das meist vertretene Fahrzeug, in Peru auch, von den alten Pickups ist ein Toyota Hilux. Stimmt, das kommt voll Die auf. sind wirklich, weil die sind am meisten scheinbar importiert worden und die sind auch sehr robust. Ja. Ja. Sollen wir jetzt erst sagen, wie wir es gekauft haben oder nochmal Nissan? Ja, dann machen wir den Kauf dann später. Mir egal. Entscheid du. Ja, wir machen noch den Nissan, also wir erzählen euch gleich noch, warum wir den roten dann gekauft haben, den Hilux. Und zwar gab es dann nochmal diese Grundstückstrecke, dass wir uns dieses Grundstück besichtigen wollten, weil wir uns nicht ganz sicher waren. Das haut aber chronologisch nicht hin. Weil, wenn wir den schon gekauft hatten, haben wir den da echt schon gehabt? Ja, wir sind nicht gefahren, weil War die die ganze andere Sache, die Warnblink, jetzt erzählen, das war die nicht vorher schon gewesen? da sind ja diese ganzen Warnblink-Sachen. Wir können auch mit dem Ja. roten, dann können wir Wir das... wollten mit dem roten fahren oder Ja, dann haben wir es stehen lassen, ja, irgendwie so war das. ja. Okay, gut. Okay, erzähl dann, weiter. sonst erzählen wir erst mit dem roten. Nee, erzähl das. Ja, es wirkt ein bisschen verwirrend, ja. Weil wir haben das auch nicht aufgeschrieben, wir haben das Auto dann und dann gekauft. Wir hatten halt durch die Sache mit der Kardanwelle und es war noch was anderes mal gewesen, aber das weiß ich. Vielleicht so kleinere Dinge, die meiner Frau nicht so gefallen haben. Wir sind da eben auch beim Regen da gefahren. Ich weiß nicht mehr ganz. Ja, weil der Allrad nicht ging und wir wollten da, das hätte viel zu viel gekostet oder ich habe es in einem anderen Video schon mal gesagt, ich bin jemand, ich habe das ja gelernt gehabt, ich gebe das nicht in an fremde Hände, ja, weil nach dem, was wir gehört hatten aus Paraguay von Freunden, dass da dir das Getriebe ausgebaut wird, ein anderes Getriebe rein und wenn du da im Kofferraum irgendwelche Dinge hast, die waren nachher weg und nur solche Dinge, da hat man keine Lust drauf. Und dann haben wir gesagt, okay, wir beißen den sauren Apfel, besorgen uns ein anderes Auto und versuchen das andere so gut es geht wieder zu verkaufen. Und deswegen hat man den roten schon und hatten den weißen auch in der Tasche. Wir hatten 3 Ja, Autos zu wir dem hatten Zeitpunkt. 3 Autos zu dem Es ist, Zeitpunkt. also wer mich kennt von früher, ich hatte teilweise 10 Autos, ja. Jetzt mal das bloß so gesagt, ja. Da hatte ich auch keine Frau und keine andere Verpflichtung, das war halt damals mein Hobby. Aber eigentlich wolltest du den roten gar nicht kaufen. Und Nein. dann kam Sebastian immer nach Hause und sagt, ich habe jetzt mal angeschaut. Es ist nicht perfekt, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich glaube, ich war 2 oder 3 Mal mit dem getroffen. Ja, du hast die 2. Und Ja. er dann immer zu mir, soll ich den kaufen, soll ich den nicht kaufen, soll ich den kaufen, soll ich den nicht kaufen. Und ich so zu ihm, wir machen ihm einfach ein Angebot, was so niedrig ist Unverschämt, ja. und unverschämt frech ist. Wenn er das zusagt, na mein Gott, dann soll das Auto anscheinend zu uns. Ja, und man möge es kaum glauben. Dann habe ich gesagt, wir geben höchstens 10 Mil Guarani aus. 10 Millionen, nicht Mill. 10 Ja, Millionen. 10 Millionen. 10 Millionen bis 10.000. Ah ja, 10 10 Millionen. 10 Millionen aus. Und ja, der Typ hat zugesagt. Und das noch auf unseren Geburtstag. Ja. Danke fürs Geschenk. Ja, also wahrscheinlich wäre das Auto immer noch weniger wert gewesen, ja. Da haben wir, glaube ich, auch noch Fotos von, oder sogar ein Video davon. Da ging das Allrad auch nicht. Aber das wussten wir, ja. Das wussten wir, deswegen haben wir gesagt, wir bezahlen maximal so viel. Ich habe schon geguckt, in Coronel Oviedo gab es einen Ich Ersatzteilhändler, glaube, das hast du sogar bestellt gehabt. Nein, in Coronel Oviedo gab es einen Ersatzteilhändler, der das Vortragsgetriebe da liegen hatte. Das hatte ich mir vorher noch nicht angeschaut. Und das war alles schon soweit besprochen und ich habe den Preis, das Getriebe hätte, die Vorderachse hätte und die Kardanwelle hat, ich glaube, gefehlt nach vorne. Das hätte insgesamt vielleicht 2 Millionen gekostet oder sowas. Das haben wir halt schon gewusst. Und dann ansonsten, der war optisch nicht schön, der hatte die Reifen, weiß ich nicht mehr ganz und so. Aber der war sonst soweit okay, ja. Also er hatte auch seine Mängel. Deswegen hat meine Frau gesagt, beim Starten musstest du vorne vorpumpen, weil irgendwo von der Einspritzpumpe
Also von der Vorvorderpumpe zur Einschusspumpe war irgendwo ein Leck scheinbar, da hat er ein bisschen Luft gezogen, deswegen muss man immer vorpumpen. Aber das ist ja bei den alten Fahrzeugen am Filter so eine manuelle Pumpe drauf gewesen. Und ja, und deswegen haben wir den dann gekauft, eigentlich mit einem schlechten Gefühl, ja. Mit einem schlechten Gefühl. Aber so ein Hilux in einem guten Zustand, der hätte es 3- bis 4-fach gekostet. Ja. Ja, so passt die Geschichte denn besser, weil jetzt kommen wir wieder zu dem Grundstück in Paraguay. Wir hatten uns da eins angeschaut. Wir haben das auch den Mango-Wald genannt. Das hat Eigentlich das extrem gleiche viel mit den Mango-Wald. Autos, das ist das gleiche. Ja. Und da gibt es ja selbst auch noch eine Anekdote zu. Dann wird das Video zu lang. Auf jeden Fall wollten wir da hinfahren und wir hatten den Tag, glaube ich, den roten dann. So. Ja. Und wir haben dann, glaube ich, kaum erst den Sandweg verlassen. Und das ist sogar noch auf dem Sandweg passiert. Weil der Rote, der hat mir dann irgendwie auch Sorge gemacht, sowieso, nachdem wir die Strecke gefahren sind nach Paraguay und uns das mit der Kardanwelle passiert ist, war ich dann sowieso schon nervös. Der Ich habe euch Schwarze ja, hat die Sorgen gemacht. genau, ich habe euch ja schon im anderen Video dann gesagt, dass ich dann die Flöhe hüsten höre. Hier in dem Video Auswandern von Paraguay nach Peru, könnt ihr euch mal anschauen. Also ich höre dann ja Flöhe husten. In dem Fall waren es nicht unbedingt Geräusche, sondern das Armaturenbrett, was mir Sorgen gemacht hat. Denn da Du bist jetzt gerade leuchtete. hin und her gesprungen. Also sie wollte nicht mit dem Schwarzen fahren, mit dem alten Fahrzeug, weil sie Angst hatte, aufgrund der Kardanwelle, dass Genau. noch was passiert. Und deswegen Genau. sind sie mit dem Roten gefahren. Bei dem Roten war es dann. Genau, und bei der roten Sache war das dann so, dann blinkte da auf hier die Öllampe, dann blinkte das auf, dann ging das andere wieder aus, dann ging das andere wieder an, dann waren 3 Sachen gleichzeitig an, dann waren 4 an. Und das war vorher nicht Und gewesen, ja. genau, das war vorher nicht gewesen. Und ich glaube, wir sind dann noch bis auf die Route, bis zur Tankstelle. Und du hast dann mal geguckt, das ist ja das Erste, worum ich dich dann immer bitte, dass du gucken sollst, dann verdrehst du die Augen. Du hast geguckt, du hast gesagt, du stellst nichts fest oder so. Sie sind, glaube ich, ja, noch nichts groß dabei. 1-2 Kilometer gefahren und das Ding blinkte in allen Farben, wie so ein Christbaum da. Und ich habe dann irgendwie gesagt, das ist ein schlechtes Omen, wir fahren da heute nicht hin. Ja. Und dann haben wir wieder einen Termin mit der Frau ausgemacht, um das Grundstück in Paraguay zu besuchen. Wer wissen will, warum wir in Paraguay umgezogen sind, der kann sich das Video hier anschauen. Und also sind wir dann nochmal hin. Wieder mit dem Nissan. Weil ich wollte ja nicht diesen Christbaum vorne haben, wo dann dauerhaft alles aufleuchtet, weil er hat ja bis dato immer noch nicht festgestellt, warum da die ganzen Sachen leuchten. Und das hat mich voll nervös gemacht, weil das auch ein sehr mechanisches Auto ist. Also eigentlich sollte da elektrisch nicht die ganze Zeit irgendwas aufleuchten. Okay, dann also der Nissan. Der ist ja wenigstens gefahren. Kardanwelle, was da war repariert. Also sind wir gefahren. So. Und dann weiß ich nicht genau, wo auf der Strecke das war, aber Das war auf dem mindestens Hinweg die schon. Hälfte. Das war aber auf dem Oder? Hinweg schon. Ja, aber, und die Hälfte. aber nicht mehr auf der Route 7 oder das. Das war auf der von der kleineren dann, die nach Identifikation ging und dann ging es ja weiter nach Paraguay. Genau. Da und, war das so mal passiert. und das Gute ist, wir sind ja bei solchen Aktionen immer voll die frühe Aufsteher. Ja, sind wir generell, aber wenn sowas ansteht, extra früh. Und wir sind zu einer Zeit gefahren, da war die Straße leer. Ja. Ja, wir waren, glaube ich, Morgendämmerung, wo wir an dem Punkt angekommen sind. War eigentlich total idyllisch. Und ich glaube, es war auch ein Wochenendtag wieder. Wir fahren meistens ja. Oder weil die da nur Zeit hatte, wer weiß. Ja. Auf jeden Fall, ey, ihr werdet das jetzt nicht glauben, ja? Ich sitze diesmal vorne mit Kind auf Beifahrer, Sebastian, da, Fahrer halt. Plötzlich macht das Auto, puff, es gibt einen Knall. Und dann sehe ich unser Vorderrad auf meiner Seite, das rechte Vorderrad so vor uns hüpfen. Bum, 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 bum. Wir sind runtergeklatscht auf diese Bremsscheibe da. Runtergeschlagen und noch ein Stück natürlich gerutscht. Nicht mehr viel. Was für Geräusch Nicht mehr viel, das war relativ schnelle Bremsung, muss ich sagen. Hat die Bremsscheibe echt gut gehalten und funktioniert. Ja. Ja, das war so Horror. Ich weiß gar nicht. Wir sind dann ausgestiegen. Ich habe noch gar nicht gecheckt, was passiert ist. Hab voll Herzrasen. Hab erst mal geguckt, wo das Rad drin hingehüpft ist. Das war schneller als wir. Und ja, Rad eingesammelt. Und dann fängst du plötzlich an und sagst, oh, guck mal, hier liegt eine Mutter. Oh, guck mal, da liegt auch so ein Teil. Ne? Ja, Jetzt musst du erzählen. ja, das hat vorher, wie gesagt, ich habe damit gearbeitet. Ich hatte auch früher mal so einen Fall, wo ein Rad locker geworden war in Deutschland. Das macht vorher Geräusche. Es ist merkt nicht man so, beim es ist Fahren, nicht so, ne? dass eigentlich sind die Radbolzen haben so eine Härte oder diese Muttern, je nachdem was verbaut ist, dass die nicht einfach so abgehen oder so, ja. Da muss man schon sehr, sehr taub sein, dass man diese ganzen, und da macht's vorher auch, merkt man es auch am Lenkrad, wenn da an der Vorderachse ist. Das war alles nicht, gar nichts, da war überhaupt nichts. Nichts war da. Mit einem Mal, wie meine Frau sagt, flog das Rad weg, das krachte runter. Wir natürlich erstmal total geschockt, haben gesucht, und dann der hatte 6 Radbolzen gehabt, also 6 Muttern. Und wir haben, ich glaube, 5 gefunden. Also die lagen ziemlich nah beieinander. Weder die Gewinde waren beschädigt, da war nichts dran zu sehen. Gar nichts, ja. Also das war total mysteriös.
Wir haben es dann als Zeichen angesehen. Also wir hatten da, zu der Zeit haben wir da den Radkreuz und solche Sachen mit dabei. Haben das im Wagen haben das wieder dran gemacht. Ja. Und ich glaube, wir sind dann gar nicht mehr hingefahren. Nein, wir sind natürlich dann, sofort das umgedreht. waren für uns ein Zeichen. Dieses Grundstück, Dieses nein. Grundstück kaufen wir nicht, ja. Und jedes Mal, wenn wir dahin wollten, war was gewesen. Ja. Und da haben wir dann gesagt, das geht nicht. Das sind Zeichen vom Universum. Wenn wir die immer ignorieren, werden die ja noch schlimmer werden. Wer weiß, was beim nächsten Mal passiert. Da haben wir dann der abgesagt. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt sagen. Ja, das doch, komm, das war total, also es war... Weil ein extra Video dafür machen ist auch Ja. nicht so sinnvoll. Ja. Erzähl mal was dann. Also wir haben der Verkäuferin ja immer gesagt, wir kommen, wir schauen Ja. uns an und wir waren auch Ja, 2-3 Mal da. wir haben beim zweiten Mal auch schon gesagt, ja, wir sind sehr interessiert. Wir wollen's können uns das vorstellen, wir wollen das kaufen, Ja. haben wir gesagt. Aber wir haben noch nichts Schriftliches, Nein. noch keinen Vertrag, gar nichts. Wir haben gesagt, wir wollen das kaufen, haben aber noch Unsicherheiten, wollen das nochmal prüfen, wollen nochmal die Grenzen Messen, abgehen. Koordinaten messen, alles. Daraufhin hat sie dann schon ihrer Familie verkündet, die kaufen das, sicher. Und die haben dann schon das Geld, was wir noch nicht gezahlt, wir haben ja nichts angezahlt, haben die schon ausgegeben. Ja, was nennt man denn so Quota kaufen? Ja, die haben schon auf Kredit was gekauft. Und als wir dann gesagt haben, wir kommen nicht, wir kaufen das nicht, das geht nicht. Wir haben, ich weiß nicht, wie wir das erklärt haben, weil das ist ja ein bisschen surreal, aber wir sagen, wir haben da Zeichen gesehen. Wir haben dann gesagt, nee, wir kaufen es doch nicht, wollen doch was anderes. Dann hat die gesagt, ja, wir haben jetzt ein Problem. Wenn ich das meiner Familie sage, und wir haben da noch ein bisschen Kontakt mit ihr, ich glaube, wir haben mir dann sogar ein bisschen Geld geschickt, Ja, kann sein, ja. weil die hat dann Ärger mit ihrer Familie bekommen, mit ihrer Mutter und so. Die war, ich weiß nicht, die war auch schon ein paar 20 alt, das ist halt, der Familienzusammenhalt ist da halt mehr. Die haben dann schon auf Pump, ich weiß gar nicht mehr was gekauft, mehrere Dinge gekauft. Und die hat dann richtig Ärger bekommen. Und das tat uns dann so leid, dass wir die dann ein bisschen unterstützt haben. Weil, ja, ist für uns vielleicht doch, aber von unserer deutschen Einstellung her haben wir keinen Fehler gemacht. Aber nach denen Mentalität war das die Zusage. Ja. Und an sich auch hier in Peru ist es auch so, das zweifle ich so ab, wenn man einen Besichtigungstermin für was ausmacht, ist das für die eigentlich fast schon sicher, dass das nimmt, so ungefähr, ja. Es sei denn, dass irgendwas Gravierendes, wenn ich jetzt 5 Hektar Chakra verkaufe und ich sage vorher, das sind 3 Hektar Kakao, dann geht der Peruaner hin, guckt, 3 Hektar, okay, kaufe ich, gehen wir zum Notar, machen vielleicht einen Preis irgendwie. Wenn da jetzt ein Europäer, wenn wir Deutschen haben, sagen wir 5 Hektar, 3 Hektar Kakao, ja, aber das ist ja schräg, aber das ist ja kein Wasser, oder ist das nicht, oder dies nicht, oder jenes nicht. Und dann erklären wir das und denken, hä, ich habe da 5 Hektar mit 3 Hektar Kakao, ist doch so geschrieben gewesen. Da müssen wir, glaube ich, extra Ja. mal machen, weil da kann man noch weiter ausschweifen. Jedenfalls- Aber gutes Thema, merken wir uns mal. Jedenfalls hat das dann dafür gesorgt, dass wir ja dann ein bisschen gebrandmarkt waren, was Grundstücke suchen angeht, Aber- oder Kommunikation und eben auch Wenn du es gemerkt hast, ich habe gesagt, wir haben uns 4 Autos besorgt. ja. So, wir haben dann alle 3 Autos irgendwann im Laufe der Zeit wieder veräußern können, verkaufen können. Und ich weiß nicht, wie viele Videos man Ja, verlinken das kann. stimmt nicht ganz. Also den schwarzen haben wir als Zahlung für das zweite Grundstück mit Ja. in Zahlung gegeben. Ja, aber Und den roten haben wir auch bis zum Ende behalten quasi. Der Ja. war dann, wenn wir es wieder, waren wir dann, naja, ja. na, auf jeden Fall haben wir uns ja ganz am Ende noch ein Fahrzeug in Paraguay besorgt. Das war das Fahrzeug, mit dem wir die große Reise machen wollen. Ja. Ne, das haben wir im Das Video hat schon man verlinkt. gesagt, aber das kann Genau. man nicht sagen, verlinken, das geht nicht. Und somit haben wir uns den Kia-Bus gekauft. Und der war jetzt von allen Autos vorweg, der würde ich sagen, am besten noch im Zustand besten war, Zustand war, ja. weil wir auch gesagt haben, der muss diese lange Strecke schaffen. Der muss die schaffen. Das kann nicht sein, dass wir zwischendurch Probleme mit der Kardanwelle oder sonst was haben. Da muss die Strecke schaffen. Allerdings gab es, und das habe ich dir gar nicht gestern im Gespräch der Erinnerung erzählt, es gab eine Mini-Panne mit denen. Nicht gravierend, aber das hat mich auch kurz so schlucken lassen, ob wir überhaupt damit ins tropische Gebiet weiß ich fahren gar nicht sollen. mehr. Ja, pass auf. Wir haben Freunde abgeholt aus Kaakwasu Ja. und wir sind dann Offroad nach Hause gefahren. Weiß ich nicht, 4 Hat Kilometer, geregnet? 5 Kilometer. War nicht so lang. Also unser Sandweg, da war nicht so lang. Ja. Und dann gab es eine Passage, da war eine enorm große Pfütze. Ja. Nicht extrem tief, aber sehr lang. Und ich hab noch nicht mal an irgendwas Schlimmes gedacht. Da fahren wir da durch. Ich weiß gar nicht, ob wir auf die andere Seite von der Pfütze noch gekommen sind. Wie war das? Der Motor ging aus? Was war das Resultat? Die Pfütze, die war groß und wir haben da schon eine Weile gewohnt, aber die verändern sich auch teilweise, ja? Ja. Also die werden an manchen Stellen mal tiefer und mal nicht, aber das weiß man vorher nicht so genau. Und wir sind, ich glaube, die Stelle vorher mit nass, da hat es halt geregnet gehabt vorher, da war es dann wieder trocken, sind wir, glaube ich, noch nicht durchgefahren gewesen. Jedenfalls sind wir Unser Auto hatte da reingefahren, nicht so viel Bodenfreiheit. Das hast du ja erst alles geändert. das war schon geändert soweit, Ja? oder? Weiß ich nicht mehr, ist jetzt auch nicht so wichtig. Jedenfalls sind wir reingefahren und... Wir sind dann stehen geblieben, oder? Ja, Wir sind stehen geblieben. ja, Motor ging aus oder hat zumindest ein Stück gespuckt, ich habe ausgemacht. Ja, ist nichts Schlimmes. Der hat auch einen Frontmotor, ja. Das ist so ein Minibus, aber nicht wie ein T4 vorne den Motor, sondern der Motor ist weiter
man sitzt quasi oben drauf, ja, in der Mitte zwischen den Fahrersitzen, der ist ziemlich niedrig und auch der Luftfilter ist ziemlich weit unten angebracht. Der hat dann quasi über den Luftfilter Wasser angesaugt. Da wusste ich erst, so wie der Mädels unter uns, ja, da wusste ich wieder erst, warum es sogenannte Amphibienfahrzeuge gibt und da so ein komischer Schlauch an der Seite rausguckt. Ja. Weil da holt er dann von oben Luft. Wir haben von unten Luft geholt und unter uns war Wasser. Somit hat dieses Auto irgendwie Wasser eingesaugt in einen Bereich, wo kein Wasser hin soll und da hat er dann gespuckt und ist ausgegangen. So, Ja, das jetzt mal ich für sag Mädels mal erklärt. so, dieses Fahrzeug ist dafür gemacht, um Personen zu transportieren. Ja, so ein Minibus. Die fahren in der Regel jetzt keine Offroad-Strecken, weil dieses Modell gab es, ich glaube, nicht mal mit Allrad. Und ich habe dann das ausgebaut, Und geföhnt hast du das. ja, geföhnt. Ja. Ja, wir sind erstmal ohne Luftfilter nach Hause gefahren, das war nicht weit. Ja. Und ich habe dann, ich glaube, da ein Stück Schlauch da mal ein bisschen höher kommt, weil es könnte aber wieder mal passieren, dass wir irgendwo durchfahren. Ich habe das ein bisschen modifiziert. Wir Und- wollten ja in die Tropen fahren, ne? Ja, okay, jetzt, ich glaube, jetzt hören wir aber auf. Ja, Wir hätten da, nee, wir hätten da nicht. Das ist jetzt das von Paraguay, mehr gab es da nicht. genau. Wir hatten noch ein Motorrad, wir haben auch noch ein anderes Fahrzeug, aber das müssen wir jetzt nicht erzählen. Nein, das ist schon jetzt lang genug. mal ein Einblick, was wir alles erlebt haben mit Fahrzeugen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, besonders die unter euch, die im Ausland leben, was ihr da schon für Pannen erlebt habt. Das ist ja manchmal doch sehr spektakulär und abenteuerlich. Also schreibt uns eure Erfahrungen unbedingt unten in die Kommentare. Und wer bis jetzt geguckt hat, der schreibt bitte rein 4x4. Das ist ja die Abkürzung für Allrad, ja. Quattro, also 4x4, ja. Okay, in dem Sinne. bis Alles zum Gute, nächsten ihr Mal. Lieben. Tschüss.